Hallo, hier sind wieder Shiva und Jonathan. alias die Matrixer. Matrixer. Die nächste Frage wäre, wie kann ich nicht ins Licht gehen, wenn doch meine lieben Verstorbenen schon im Licht sind? Tja, da muss ich sagen, das entscheidet jeder selbst. Was man auch sagen muss, die meisten lieben Verstorbenen sind nicht mehr eure lieben Verstorbenen, sondern Projektionen der Wächter oder der Lichtwesen und Engel, die dich empfangen im Licht und die dich dann verführen wollen, eben zurück in den Reinkarnationszyklus zu gehen. So war das zumindest bei mir. Die lieben Verstorbenen und Engel waren dann plötzlich keine Engel mehr, sondern eben die Wächter. Eine weitere Möglichkeit, die man dabei bedenken sollte, ist, wenn zum Beispiel eure Großeltern gestorben sind oder vielleicht jemand anders, den ihr sehr lieb gewonnen habt in eurem Leben. Und die kommen natürlich dann auf die mittlere Astralebene, nachdem die durch das Licht gegangen sind, halten die sich da eine Weile auf und werden danach eben wieder reinkarniert. Und sobald die wieder reinkarniert werden, ist das, was sich dort noch befindet, eigentlich so eine Art Abbild von denen, also eine Art Hologramm, könnte man sagen, das eben zurückbleibt für Kommunikation mit den nachfolgenden Verwandten und dergleichen. Also so eine Art, wie ich das immer nenne, Zeitecho, also eine Art Abbild oder Hologramm, das sich da noch befindet. Genau. Und dann wurde uns die Frage gestellt, ob es dann einen Zeitpunkt gibt, wann die Maschinen, die die Matrix aufrechterhalten, abgeschaltet werden sollen. Ja, also wir haben es hier wirklich mit einer interdimensionalen Alien-Technologie zu tun. Das klingt jetzt total abgedreht, total verrückt, aber anders kann man das auf unserem heutigen Wissensstand einfach nicht ausdrücken. Und diese Maschine hat verschiedene Funktionen. Die sind auf jeden Fall auch sehr, sehr gut versteckt. Naja, das auf jeden Fall. Diese Maschine unterstützt also das Vergessen bei Frequenzwechseln. Das kennen ja viele von euch, die in eine außerkörperliche Erfahrung gehen, dass dann diese Vibrationen auftauchen. Da findet ja ein Frequenzwechsel statt vom physischen in den astralen hinein. Und diese Vibrationen, das sind immer so elektromagnetische Phänomene, die man da wahrnimmt, die hängen mit dieser Maschine zusammen. Und das sorgt oder unterstützt auch das Vergessen. Und aus dem Grund ist es auch nicht ganz so einfach zu lernen, sich an seine außerkörperlichen Erfahrungen, die man so nachts unternimmt, zu erinnern. Und ein Zeitpunkt, den wir so erfahren haben, soll so in etwa 5000 Jahren sein. Das bedeutet, diese Maschine wird ungefähr noch 5000 Jahre lang laufen. Das hat alles sehr weite Hintergründe, warum das alles so ist. Und da kommen wir vielleicht noch in einem anderen Video zu, dass wir euch das mal erklären, wie das alles im Universum mit interdimensionalen Wesenheiten und Aliens und Matrix-Verwaltern zusammenhängt und so. Da kommen wir bestimmt noch ein andermal dazu. Jedenfalls existiert eine solche Art Maschine, sage ich mal. Und da diese Maschine jetzt für die, die die Maschine gebaut und installiert haben, nicht mehr direkt zugänglich ist, wird die Maschine sozusagen auslaufen. So über die Zeit wird die auslaufen und dann eben irgendwann ihre Funktion einstellen. Also da schätzt man eben, das könnten durchaus 5000 Jahre sein, können auch 3000 sein oder 10.000, man weiß es nicht. Ich denke mal, das ist so eine mittlere Jahresangabe. Aber im Angesicht der Anzahl an Leben, die man hier schon verbracht hat, geschenkt. Ja, wer aber eben Interesse hat, nicht 5000 Jahre noch zu warten, sondern die Matrix vielleicht vorher zu verlassen, der kann das natürlich auch versuchen. Ne? Also jeder so, wie er möchte. Genau. Dann
Die nächste Frage wäre, werden alle Erinnerungen immer vollständig gelöscht? Das kann man so nicht sagen. Also sie werden schon gelöscht, aber bei einigen funktioniert das nicht ganz. Und da, wo man eben noch Erinnerungen, ob bewusst oder nicht, behält, das nennt man praktisch Talente. Oder man hört ja auch oft von den Kindern, die noch ihre vergangenen Leben wissen. Oder Leute, die haben, wie du hast ja auch deine Talente mitgebracht. Ja klar. Oder? Astralreisen, Ja. ich meine Vorausahnung und sonst wie. Ja, das fängt ja schon bei einfachen Talenten an, bei Sprachen oder Klavier spielen oder Geige spielen können. Wenn ihr im letzten Leben super Geige gespielt habt, vergesst ihr natürlich, wie man eine Geige spielt. Ja? Das Gedächtnis dahingehend wird ja gelöscht. Auch wie man Noten liest, wird gelöscht. Aber wenn ihr dann in der neuen Körper seid, in der neuen Inkarnation, habt ihr zuerst schon mal ein Interesse fürs Geigespielen. Und das kommt noch aus dem letzten Leben. Und wenn ihr dann anfangt, Geige zu lernen, lernt ihr das schneller als andere. Und so erklärt sich eben das Talent. Also ja, es wird gelöscht, aber je größer das Bewusstsein ist, das sie im Laufe der Leben angesammelt hat, desto weniger ist es möglich, euch alles zu nehmen, sag ich mal. Kann man das so sagen? Ja, also je häufiger natürlich die Erinnerungen gelöscht werden, ja, ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits vergesst ihr immer mehr und mehr euer wahres Selbst, weil ja immer wieder neue Erfahrungen obendrauf kommen durch die Inkarnation. Dadurch verwässert sich irgendwie euer wahres Selbst, könnte man sagen, oder euer Erinnerungszugang zu eurem wahren Selbst. Aber andersherum, die positive Seite daran ist, dass man, je häufiger man eine Inkarnation hatte, desto mehr Wissen nimmt man dann auch mit. Also wenn jemand 1000 Leben hinter sich hat, kann es durchaus sein, dass er sich an sein letztes Leben erinnert, plötzlich. Oder zumindest teilweise, sequenzweise. Und jemand, der erst 4 Leben gemacht hat, der kann sich vielleicht besser an sein wahres Selbst noch erinnern, aber erinnert sich überhaupt nicht mehr an sein vorheriges Leben oder so. Also man kann das nicht so allgemein ausdrücken. Mal aus einem praktischen Beispiel bei uns. Wir sind vor ungefähr 10.000 Jahren als sehr bewusste Wesen hierher gekommen und haben auch die ersten 10 Leben sehr bewusst gelebt. Aber das hat sich dann mit der Zeit immer minimiert, bis wir nicht mehr wussten, wer sind wir, woher kommen wir, was sollen wir überhaupt hier. Und irgendwann gab es einen Zeitpunkt, da hat sich das gedreht. Da wurden wir bewusster. Und jetzt sind wir hier und machen Videos. So sieht's aus, und Leute. Versuchen, aus der Matrix zu kommen. So, dann kommen wir zur nächsten Frage, lieber Jonathan. Wie lange dauert es, bis man wieder reinkarniert? Ui, ja, also das ist ganz unterschiedlich. Das kann innerhalb von Sekunden oder Minuten passieren, dass man direkt schon wieder in den neuen Körper wechselt. Oder es kann auch sein, dass man sich sehr lange auf der mittleren Astralebene aufhält. 10 Jahre, 50, 100, 200 Jahre. Hängt davon ab, wie lange man Urlaub machen will, oder? Ja, ganz genau. Wie lange man eben Urlaub machen möchte. Es gibt da schon eine Begrenzung. Also ab 100 Jahre kommt so langsam die Phase, wo man dann automatisch zurückgezogen wird. Aber so von 1 Minute bis 100 Jahre würde ich schon sagen. Ja. Okay. Und dann war die nächste Frage, woran erkennt man die Wächter? Tja, die erkennt man eigentlich nicht. Man erkennt sie erst, wenn man ihrem Ruf nicht folgt und sie sich verwandeln. Ja, also die Wächter, die werden es natürlich erstmal auf die nette Art versuchen, klar, so wie in unserem Leben auch. Zuerst kommt vielleicht jemand an die Tür und sagt, hey, du schuldest uns noch 100 Euro. Und beim zweiten Mal guckt er dann schon ein bisschen mieser drein. Ne? So ähnlich ist das auch mit den Wächtern. Wenn die sehen, dass das nicht hilft, was sie da anwenden, dann versuchen sie eben eine andere Methode. Aber man darf nicht vergessen, wir sind unendliche Wesen und du kannst dich auch unendlich groß machen. Die können dir nichts und wegen einer Seele werden die da jetzt keinen Aufstand machen. Das heißt, wenn die sich zu Wächtern verwandeln, verwandelst du dich in ein Monster. Das ist überhaupt gar kein Problem. Du kannst unendlich groß werden, du kannst alles machen.
am Ende können sie dich nicht aufhalten, denn du hast immer noch freien Willen. Das darf man nicht vergessen. Ja, es geht nur um Einschüchterung. Und Nur Einschüchterung. da darf man sich nicht einschüchtern lassen, wenn so ein Wächter auftaucht. Egal wie furchterregend er aussieht, wie schlimm er einen anguckt oder so, nicht beeindrucken lassen. Denkt daran, ihr seid schon tot. Was wollen die denn? Die können euch nur vom Geist her noch irgendwie verführen. Mehr können die nicht. Die können euch ja nicht bedrohen. Okay, Nächste Frage, ja. okay. Kann ich tun, was ich will, ohne Konsequenzen? Muss ich nur dem Licht weichen? Wie darf man das verstehen? Also, du kannst natürlich tun und lassen, was auch immer du willst. Die Konsequenzen erlegst immer nur dir selber dir auf. Das heißt, glaubst du an Karma, gehst du ins Licht und sagst, oh verdammt, ich war so schlecht, jetzt muss ich es wieder gut machen. Die Konsequenzen machst du dir eigentlich nur selbst. Also, das bedeutet, man zieht sich also nur selbst zur Verantwortung. Das heißt, nach dem Tode kommt man schon in einen Zustand hinein, in dem man sehr empfänglich ist für seine Taten, die man auf Erden begangen hat. Und es ist schon eine sehr emotionale Geschichte in diesem Zustand, weil da neigt man eben sehr stark dazu, auch seine eigenen Fehler oder guten und schlechten Taten auch sehr stark zu bewerten. Und darum fällt es sich so, dass sich jeder selbst zur Verantwortung zieht. Es gibt kein Karma-Gericht, es gibt keine Instanz, die nach dem Tod zu euch sagen würde, du hast den umgebracht und darum bist du im nächsten Leben ein Bettler oder eine Schlange oder ein Kamel oder so. Nein, da gibt es kein Karma-Gericht oder so. Jeder macht sich selbst verantwortlich für das, was er getan hat. Man muss aber dazu sagen, dass man dann auch in einem Zustand sein wird, wo man das alles auch sehr kritisch bewertet. Und zu der Nebenfrage, muss ich einfach nur dem Licht weichen? Klar, wenn du dir bewusst genug bist, dass es keine Konsequenzen gibt, dass du dein wahres Selbst bist, du einfach am Licht vorbeigehen kannst, klar, kannst du hier tun und lassen, was du willst, ohne Konsequenzen. Das ist richtig, ja, würde ich auch so Theoretisch schon. sagen. Ja, Aber mir ist nie jemand begegnet. nein. Nächste Frage ist mir eine Aussage, und zwar, dass jemandem die Theorie mit den Seelensplittern unangenehm scheint. Die Sache ist aber die, dass es nur einfach einmal so ist. Allein wenn du in deine Träume gehst, hängst du dich ja mit deinem Bewusstsein jede Nacht an deine alternativen Selbste. Du hast multidimensional super viele Selbste verteilt, mit denen du natürlich auch Kontakt aufnehmen kannst, mit denen reden kannst oder wahrnehmen kannst. Und ja, das wahre Selbst hat sich eben ausgesetzt in ganz viele Selbste, multidimensionale und alternative Realitäten. Aufgespaltet. Ne? Und auch die ganzen Inkarnationen, die ihr schon gehabt habt, die ganzen Inkarnationen wurden ja in bestimmten Realitäten platziert. Mittelalter oder Renaissance oder Steinzeit, um jetzt mal einfach so ein paar Klischees zu nennen. Da sind ja die ganzen Selbste von der Ganzheit des Selbst abgesetzt worden und das sind eben diese Splitterselbste. Splitterselbste ist natürlich schon ein unangenehmer Begriff, den würde ich persönlich auch so nicht betiteln. Wie gesagt, das sind eben die anderen Inkarnationsselbste. Und diese ganzen Inkarnationsselbste, so muss man sich das vorstellen, sind wie Kirschen an einem Kirschbaum. Und die Ganzheit des Selbst ist der Kirschbaum. Und jede einzelne Kirsche ist ein Selbst, das in einer anderen Realität abgesetzt worden ist. Das ist also das, was man sehen kann, wenn man in höhere Zustände kommt, in denen man die Ganzheit des Selbst erkennen kann. Und dann sieht man auch die Realitäten und die Welt so, wie die Ganzheit des Selbst sie sieht. Die nächste Frage lautet, wenn man Bewusstsein sammelt, hat das nicht vielleicht alles einen höheren Sinn? Die Frage ist, für wen hat es einen höheren Sinn? Für die Matrixmacher, klar, die sammeln die Energie. Und für uns hat es auch einen, wir machen Erfahrungen und spielen unsere Spiele. Richtig, genau. Und ja, das kurz gesagt. ja, kurz gesagt, genau. Es kommt mal darauf an, für wen das einen höheren Sinn hat. Wir spielen, die verdienen.
Und wir verdienen natürlich irgendwo auch. Ich will jetzt ja nicht sagen, dass wir nichts daran verdienen. Man macht ja Spaß. Aber am Ende hat alles wohl schon seinen Sinn. Alles hat einen Grund. Ja, irgendwo schon. Die nächste Frage. Kann man erst raus aus der Matrix, wenn man reif ist? Ja, also da waren wir schon vorhin ein wenig drauf eingegangen. Und zwar geht es ja um die Anbindung. Man muss natürlich reif sein und alles loslassen können, was einen an die Matrix bindet. Zum einen, man muss seine Ganzheit erreicht haben und eben auch alle Seelenanteile wieder eingesammelt haben. Die Ganzheit des Selbst zu erreichen ist eigentlich synonym zu reif sein. Und die Ganzheit des Selbst erreichen ist natürlich nicht ganz so einfach, weil da muss man schon sein Bewusstsein erweitern, systematisch, um dahin zu kommen. Okay, machen wir weiter. Ja, Unter dem Licht versteht man aber Gott, also muss man im Dunkeln verweilen, um nicht zu reinkarnieren. Die Sache ist ja nur die, dass man nur meint, dass das Licht Gott sei. Es wird einem suggeriert, das Licht ist liebevoll und das ist Gott. Gott ist nicht das Licht. Gott ist Gedanke und hat mit der mittleren Astralebene so rein gar nichts zu tun. Okay, das kann man so jetzt auch nicht sagen. Alles ist Gott, aber die mittlere Astralebene oder da, wo man nach dem Licht hinkommt, ist nicht Gott. Das Licht ist also nicht Gott per se. Es ist eigentlich nur auf Gott und auf Liebe programmiert. Und die Schwärze und Dunkelheit, wenn du davor stehst, ist auf Angst programmiert. Das heißt, wenn du davor stehst, machst du dir praktisch in die Hosen. Wenn du einmal in der Schwärze warst, weißt du, wie furchterregend die wirklich sein kann. Deswegen geht da auch niemand hin. Die Sache ist eben, dass man das polarisierte und dualistische Denken ablegen muss. Dann wird es schon ein Stückchen einfacher. richtig. Wenn du eine Matrix bauen würdest, wie würdest du sie bauen? Wenn du möchtest, dass alles schön drin bleiben. Den Ausgang mit Licht und Liebe oder die Wiederkehr mit Licht und Liebe? Denk mal drüber nach. Dann kommen wir zur nächsten Frage, einer sehr interessanten Frage. Und zwar, warum gestaltet Gott es nicht fair? Wenn Gott sieht, es ist eine reife Seele, sollte er niemals zulassen, dass der Seele sowas wie Reinkarnationsgefangenschaft passiert. Die Sache ist nur die, Gott wertet nicht, Gott ist Gedanke, Gott ist neutral. Gott liebt alles genau so, wie es ist. Gott sagt nicht, du bist gut, du bist schlecht. Und deswegen, für Gott ist jede Aktion nur eine Aktion, nichts weiter. Es ist keine gute Tat und keine schlechte Tat, es ist einfach nur eine Tat. Ja, der wahre Gott, der also alles erschaffen hat, Die Quelle sozusagen. die Quelle sozusagen und nicht der Gott, der in der Bibel beschrieben wird, das ist ja ein Alien-Gott, Genau. sondern der Gott, Der die Matrix erschaffen hat. der die Matrix erschaffen hat, genau. Der Urgott wirklich, der wahre Gott, der alles erschaffen hat, der ist natürlich ohne Bewertung. Denn er hat ja alles in einer Art Spiel erschaffen, in einer Kreativität und mit unwahrscheinlich viel Wissen und Schöpferkraft, die er hat. Und er hat das alles nicht bewertet. Er ist ja auch außerhalb des dualistischen Systems. Das darf man ja auch nicht vergessen. Gott erschafft aus der Liebe, nicht aus der Polarität oder Dualität. Und wie geht's weiter, Schieber? Die Was nächste- sagt dein schlaues Notizheft? Das schlaue Notizheft sagt, wir sind alle Sklaven höherer Alienwesenheiten. Ja, das habe ich im letzten Video wohl so gesagt. Es stimmt ja auch in dem Sinne, nur man darf nicht vergessen, man ist auch freiwillig hier. Auch die Tiere sind unsere Sklaven, die wir gefangen halten und dann essen wollen. Man darf es nun eben nicht so bewerten, du bist hierher gelockt worden von den Matrix-Machern, aber es war dein freier Wille, hierher zu kommen und hier mitzuspielen. Ja, Du warst dir vielleicht nicht ganz bewusst darüber, worauf du dich wirklich einlässt. Aber ich glaube, du hast ein gutes Beispiel dafür. also es ist zum Beispiel zu vergleichen mit einem Freizeitpark. Du wirst eingeladen, in den Freizeitpark einzutreten. Du bezahlst an der Kasse den
Eintrittspreis und dann hast du Spaß in dem Freizeitpark. Du benutzt die ganzen Fahrgeschäfte und dergleichen. Und ja, aber was der Betreiber des Fahrgeschäfts bzw. des Freizeitparks mit deinem Geld anstellt, ist eine andere Frage. Und nicht anders ist das eigentlich auch so wie mit der Matrix hier. Und in der Geisterbahn weiß man auch nicht, worauf man sich einlässt und was einen da erwartet. Ja, eben. Und so sieht es aus. Die einen wollen Spaß haben und die anderen bekommen eben einen Energieausgleich dafür, dass sie den Spaß eben haben können. Denn die haben ja den Freizeitpark gebaut. Und so ist es genau mit der Matrix zu sehen. Die Matrix ist eigentlich ein multidimensionaler, gigantischer Freizeitpark im gewissen Sinne. Und ja, und die Matrix erschaffen haben, die profitieren eben auf ihre Weise davon. Vielleicht ist es etwas euphemistisch. Natürlich hatten sie nicht gerade die besten Absichten mit uns, aber es ist alles freier Wille und ja, wir haben Spaß. Und Sklaven der Matrix, ob der Mensch Sklave der Matrix ist, da kommt man natürlich sagen, ist der Junkie Sklave des Dealers? Das muss Oder jeder der selbst Alkoholiker, entscheiden. Sklave des Alkohols. Ja, Es ist, es ist eine Frage der Interpretation, das muss jeder selbst entscheiden. Dennoch, ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, der Mensch ist Sklave des Systems, kann ich durchaus verstehen. Aber ich kann auch die verstehen, die sagen, das ist eine Bewertung, er macht es ja freiwillig, ist auch richtig. Das heißt ja, wenn man sich dem dualistischen Denken entzieht, kann man eigentlich immer beide Seiten verstehen. und wenn man sich dem entzieht, kann man auch sagen, was man will. Solange die Emotion nicht darin ist, bist du nicht Teil des Systems. Die nächste Frage. Ja, Woher nimmt man das Wissen über Löschung der vorherigen Identität bei Reinkarnation? Über eine Art Elektroschock? Das würde ja bedeuten, ihr wisst, wer ihr im vorherigen Leben gewesen seid. Wenn man diesen Prozess durchläuft, vergisst man doch. richtig, das Wissen wird immer gelöscht, jedes Mal, wenn man neu inkarniert. Aber wie wir eingangs schon erklärt hatten, so hundertprozentig klappt es halt nicht. Und in höheren Bewusstseinszuständen, wie zum Beispiel durch die Dissoziation, kann man sich natürlich an viele vergangene Leben wieder rückerinnern. Da kann man das zum Beispiel lernen, indem man eben sich selbst darin trainiert, sein eigenes Bewusstsein zu erweitern. Und sobald man es erweitert, kommt man dann auch an Erinnerungen ran, die eben irgendwo im Unterbewusstsein gespeichert sind. Oder eben durch eure Träume. Euer höheres Selbst führt euch ja durch eure Träume und hin und wieder zeigt es euch ja vergangene Leben oder andere Dinge, die ihr vergessen habt.